Du schleppst ein Gewicht mit dir herum, das keine Waage der Welt jemals anzeigen wird. Kein Gramm, keine Form. Und trotzdem zieht es dir die Schultern nach unten, jeden einzelnen Tag. Wir nennen es Erinnerung. Wir nennen es einfach das Leben. Aber ehrlich betrachtet ist es etwas anderes. Es ist Last. Und das Verrückte daran, die schwersten Dinge, die du trägst, sind längst vorbei. Der Streit von damals, der Mensch, der gegangen ist. Alles Geschichte. Und trotzdem läuft es weiter in dir, wie ein Programm im Hintergrund, das niemand je geschlossen hat. Du hältst diese Schwere für deinen Charakter. Dabei ist sie gar nicht dein Wesen. Sie ist Gepäck. Und Gepäck kann man abstellen. Vielleicht spürst du es gerade jetzt, diese leise Schwere im Brustkorb, die immer da ist. Wir schauen heute genau dahin. Denn heute geht es um emotionale Last. Um das unsichtbare Gepäck, das du seit Jahren mit dir ziehst. Und um 4 alte japanische Ideen, die dir zeigen, wie man es wieder abstellt. Bleib dran, denn am Ende verstehst du etwas Unbequemes. Nämlich, dass nicht das Ereignis dich belastet, sondern dein Griff darum. Fangen wir mit dem größten Denkfehler an, den fast jeder macht. Wir glauben, der Weg mit Schmerz umzugehen sei, ihn loszuwerden, wegzudrücken, zu überwinden. Sei stark, Kopf hoch, nach vorne schauen. Diese Sätze klingen gut, aber sie sind eine Falle. Denn was du wegdrückst, verschwindet nicht. Es zieht nur nach unten. Stell dir vor, du hältst einen Ball unter Wasser. Solange du drückst, bleibt er unten. Aber es kostet Kraft, ununterbrochen. Und in der Sekunde, in der du müde wirst, schießt er hoch. Genauso funktionieren verdrängte Gefühle. Das Wegdrücken selbst ist die eigentliche Arbeit, nicht das Fühlen. Und du machst diese Arbeit rund um die Uhr, ohne es zu merken. Deshalb sind Menschen, die alles runterschlucken, oft die erschöpftesten. Nicht, weil sie so viel erleben, sondern weil sie ununterbrochen einen unsichtbaren Ball unter Wasser halten. Und hier kommt die erste japanische Idee ins Spiel. Sie heißt Mono no Aware. Grob übersetzt, die zarte Traurigkeit über die Vergänglichkeit aller Dinge. Die Japaner feiern jedes Jahr die Kirschblüte. Aber nicht, weil sie so lange hält, sondern weil sie so kurz hält. Ein paar Tage rosa Zauber, dann fällt alles. Und genau das ist der Punkt. Die Schönheit liegt im Verschwinden. Etwas ist kostbar, gerade weil es nicht bleibt, weil es zerbrechlich ist, weil es endet. Denk an einen Sonnenuntergang. Er ist so schön, gerade weil er in wenigen Minuten weg ist. Würde er ewig dauern, würdest du ihn nicht mal mehr anschauen. Die Japaner haben kein Problem damit, dass Dinge enden. Wir im Westen schon. Wir wollen festhalten, konservieren, für immer. Und genau dieses Festhalten macht uns kaputt. Was macht das mit deiner Last? Es dreht die ganze Sache um. Du musst den Schmerz nicht bekämpfen. Du darfst ihn anschauen, wie du eine fallende Blüte anschaust. Traurig, ja, aber ohne Kampf. Mono no Aware sagt dir nicht, sei nicht traurig. Es sagt, sei traurig und lass die Traurigkeit dann weiterziehen, wie eine Wolke. Denn der Widerstand ist das Leiden, nicht der Schmerz selbst. Schmerz ist eine Welle. Leiden ist die Wand, die du dagegen baust, damit die Welle bloß nicht durchkommt. Gefühle sind nämlich wie Wetter. Sie kommen, sie werden stark, sie ziehen ab. Das Einzige, was ein Gefühl wirklich festhält, bist du, wenn du dich dagegen wehrst. Die Neurowissenschaft sieht hier etwas Faszinierendes. Ein Gefühl, eine reine Emotionswelle im Körper, dauert chemisch gesehen nur etwa 90 Sekunden, 1,5 Minuten. Alles, was länger dauert, hältst du selbst am Leben. Mit deinen Gedanken, mit dem Nacherzählen, mit dem Inneren, das hätte nicht passieren dürfen. Das Gefühl wollte längst gehen, aber du hast es an der Tür festgehalten und ihm einen Stuhl angeboten, jahrelang. Und dann wunderst du dich, warum es nicht auszieht. Kommen wir zur zweiten Idee, und die ist wunderschön. Sie heißt Kintsugi, die japanische Kunst, zerbrochenes Porzellan mit Gold zu reparieren. Wenn in Japan eine wertvolle Schale zerbricht, wirft man sie nicht weg. Man klebt die Scherben wieder zusammen. Aber nicht mit unsichtbarem Kleber, sondern mit Lack, in den echtes Gold gemischt ist. Die Risse werden nicht versteckt. Sie werden hervorgehoben,
nachgezeichnet in leuchtendem Gold. Und am Ende ist die Schale nicht trotz der Brüche schön, sie ist wegen der Brüche schön, wertvoller als vorher, einzigartig, unwiederholbar. Es gibt Schalen in japanischen Museen, die sind hunderte Jahre alt. Und das Wertvollste an ihnen sind nicht die heilen Stellen, es sind die goldenen Narben. Jetzt übertrag das auf dich. Wir alle laufen mit dem Gefühl herum, dass unsere Risse ein Makel sind. Etwas, das man kaschieren muss. Die gescheiterte Beziehung. Der Zusammenbruch damals. Die Jahre, die wir für verschwendet halten. Wir behandeln sie wie hässliche Sprünge, die keiner sehen darf. Aber was, wenn genau diese Linien die interessantesten an dir sind? Was, wenn deine Tiefe nicht trotz deiner Brüche existiert, sondern entlang von ihnen verläuft? Der Mensch, der nie zerbrochen ist, hat oft keine besondere Tiefe. Kein Gold in den Linien. Einfach, weil da nie Linien waren. Kintsugi sagt nicht, tu so, als wäre nichts passiert. Es sagt, etwas ist passiert, es hat dich verändert und diese Veränderung darf sichtbar sein. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Verdrängen heißt, den Sprung mit weißer Farbe übermalen und hoffen, dass keiner klopft. Kintsugi heißt, ihn mit Gold nachzuziehen. Aber, und jetzt kommt die dunkle Seite, hier lauert eine Falle. Und in die fallen gerade besonders viele Menschen, die viel über Achtsamkeit lesen. Sie machen aus Kintsugi eine neue Form von Zwang. Sie zwingen sich, ihre Wunden schön zu finden, bevor die Wunden überhaupt verheilt sind. Das nennt man spirituelles Bypassing. Die Abkürzung um den Schmerz herum, verkleidet als Wachstum. Du sagst, alles geschieht aus einem Grund, während du innerlich noch blutest. Achtsamkeit ist ein Werkzeug, kein Kostüm. Du kannst dich nicht in Heilung hineinreden. Der Körper glaubt keine Affirmation, die das Gefühl darunter nicht deckt. Das ist kein Loslassen. Das ist Verdrängen mit besserem Vokabular. Eine Wunde wird nicht dadurch Gold, dass du sie schnell genug schön redest. Gold kommt erst, nachdem die Scherben ehrlich angeschaut wurden. Nach dem Fühlen, nicht davor. Wer diesen Schritt überspringt, klebt nur Scherben mit Wunschdenken. Erst fühlen, dann Gold. Immer in dieser Reihenfolge. Wer die Reihenfolge umdreht, baut eine hübsche Fassade über einem Keller voller Wasser. Und dieselbe Falle gibt es beim berühmten einfach loslassen. Es klingt so leicht. Lass los. Als wäre Last ein Gegenstand, den man nur öffnen und fallen lassen muss. Aber echtes Loslassen ist kein Wegwerfen. Es ist ein Verstehen. Und dafür brauchen wir die dritte Idee, die konkreteste von allen. Sie heißt Naikan, eine japanische Methode der Selbstbetrachtung, entwickelt aus einer buddhistischen Praxis. Im Kern ist sie fast unheimlich simpel. 3 Fragen. Du nimmst einen Menschen, der dich belastet. Jemanden, dem gegenüber du Groll trägst. Einen Elternteil, einen Ex, einen alten Freund. Und du stellst dir 3 Fragen. Probier es mit jemandem, bei dem du sofort ein Ziehen im Bauch spürst. Nicht mit dem Heiligen in deinem Leben, sondern mit dem, der dir wehgetan hat. Erstens, was hat dieser Mensch mir gegeben? Zweitens, was habe ich diesem Menschen gegeben? Drittens, welche Schwierigkeiten habe ich diesem Menschen bereitet? Klingt harmlos, ist aber ein Erdbeben. Denn unser Gehirn führt über jeden Menschen eine Buchhaltung. Und diese Buchhaltung ist brutal einseitig. Wir erinnern uns haarscharf an alles, was man uns angetan hat. Jede Kränkung, jede Enttäuschung, fein säuberlich abgespeichert. Mit Datum und Uhrzeit. Aber die andere Spalte, das, was wir bekommen haben und das, was wir selbst verbockt haben, die lassen wir gern leer. Naikan zwingt dich, diese leeren Spalten zu füllen. Nicht um dich schlecht zu machen, sondern um das Bild vollständig zu machen. Und ein vollständiges Bild wiegt anders. Plötzlich war der Vater, der nie da war, auch der Vater, der jeden Morgen um 5 zur Arbeit ging, damit du überhaupt etwas zu essen hattest. Beides ist wahr, aber du hast nur die eine Hälfte getragen. Und eine halbe Wahrheit ist oft schwerer als die ganze. Am Anfang wehrt sich alles in dir. Dein Ego will die Opferrolle behalten, weil sie bequem ist. Opfer sein heißt, man muss nichts ändern. Der andere ist schuld. Aber sobald die zweite und dritte Frage wirken, passiert etwas Leises. Der andere
wird wieder ein Mensch. Fehlerhaft, ja. Aber ein Mensch, kein Monster. Das ist der Punkt, den kaum jemand versteht. Groll fühlt sich an wie Stärke. In Wahrheit ist er eine Last, die du dem anderen anhängen willst und die doch nur an dir zieht. Es gibt diesen Satz: Groll zu halten ist, wie Gift zu trinken und zu hoffen, dass der andere stirbt. Naikan ist das Gegengift. Nicht durch Vergessen, durch Sehen. Und jetzt, zum Schluss, die 4. Idee. Die tiefste von allen. Sie heißt Mushin. Übersetzt ungefähr der leere Geist, das No-Mind. Mushin kommt aus dem Kampfkunst- und Zen-Bereich. Ein Schwertkämpfer im Zustand von Mushin denkt nicht, er zögert nicht. Er ist einfach da, ganz im Moment. Kein Gedanke steht zwischen ihm und der Bewegung, kein Was, wenn, kein Grübeln. Der Geist ist wie ein stiller Teich, der alles spiegelt und nichts festhält. Und genau das ist der Schlüssel zu deiner Last. Denn erinnere dich, nicht das Ereignis belastet dich. Es ist dein Festhalten daran, dein endloses Nachspielen. Du liegst nachts um 2 wach und führst zum 4. Mal denselben Streit. Diesmal mit den besseren Antworten. Du probst Gespräche, die nie stattfinden werden. Und dein Gehirn, das ist wissenschaftlich belegt, kann nicht sauber unterscheiden zwischen echter Gefahr und einem bloßen Gedanken. Der eingebildete Tiger löst dieselbe Reaktion aus wie der echte. Jedes Mal, wenn du die alte Szene wieder abspielst, badest du dein Gehirn in Stresshormonen. Für einen Kampf, der längst vorbei ist oder nie stattgefunden hat, stell dir dein Grübeln wie einen Hamster im Rad vor. Er rennt und rennt, verbraucht Energie, kommt aber nirgendwo an. Denken fühlt sich an wie Fortschritt, ist aber nur Lärm. Mushin ist der Ausweg. Nicht indem du das Denken verbietest, das geht nicht, sondern indem du aufhörst, jeden Gedanken festzuhalten und ihm hinterher zu rennen. Ein Gedanke taucht auf. Du bemerkst ihn und du lässt ihn vorbeiziehen wie ein Blatt auf einem Fluss. Du musst nicht auf jedes Blatt aufspringen. Das ist der leere Geist, nicht leer im Sinne von dumm oder abwesend. Leer im Sinne von frei. Nichts klebt, nichts hakt sich fest. Und wenn du diese 4 Ideen jetzt übereinander legst, ergibt sich ein einziger, klarer Weg aus der emotionalen Last heraus. 4 Schritte, die ineinander greifen wie Zahnräder. Mono No Aware lehrt dich, den Schmerz zu fühlen, statt ihn wegzudrücken. Alles vergeht, auch das. Lass die Blüte fallen. Kintsugi lehrt dich, deine Brüche als Teil deiner Geschichte zu sehen. Nicht als Makel, sondern als goldene Linien, die zeigen, wo du warst. Naikan lehrt dich, den Groll aufzulösen, indem du das ganze Bild anschaust. Beide spalten. Nicht durch Vergessen, sondern durch ehrliches Sehen. Und Mushin lehrt dich, nicht mehr an jedem Gedanken zu kleben, den Teich still werden zu lassen, damit die Vergangenheit endlich aufhört, dich zu jagen. Und das Schöne ist, diese 4 Ideen sind über 1000 Jahre alt. Kein Coach hat sie erfunden, keine App verkauft sie. Sie haben sich einfach bewährt, Generation um Generation. Loslassen ist nämlich keine einzelne Heldentat. Es ist eine Übung, die du 100 Mal machst. So wie ein Muskel. Ein Loslassen ändert wenig. 100 ändern, wer du bist. Und hier ist die eigentlich befreiende Nachricht des ganzen Videos. Du musst nicht heil sein, um ganz zu sein. Du musst nicht warten, bis jeder Riss verschwunden ist. Die Risse verschwinden nie ganz. Sie werden zu Gold. Und Gold ist kein Zeichen von Schaden. Es ist ein Zeichen von Überleben. Fang klein an. Nimm heute Abend ein einziges Gefühl, das du seit Wochen wegdrückst, und lass es für 90 Sekunden einfach da sein. Ohne Kampf, ohne Geschichte. Nur fühlen. Und dann schau, wie es von selbst leiser wird. Das ist kein Trick. Das ist die Art, wie dein Nervensystem eigentlich gebaut ist. Aber, und das müssen wir ehrlich aussprechen, es gibt eine Grenze. Manchmal ist die Last nicht mehr nur Last. Manchmal ist sie tiefer gerutscht, in etwas, das einen Namen hat. Manchmal wird aus verdrängter Trauer eine Schwere, die nicht mehr weicht. Aus Angst ein Zustand, der den Alltag regiert. Aus Grübeln etwas, das dich nicht mehr loslässt. Und dann reicht keine schöne japanische Idee mehr allein. Dann ist es kein Gepäck mehr, das du abstellen kannst, sondern etwas, das von innen mitläuft, in jeder Stunde.
Wie sich genau diese Zustände von innen anfühlen, wenn die Last zu etwas wird, das einen klinischen Namen trägt. Darum geht es im verlinkten Video. Nicht von außen erklärt, mit Fachbegriffen und Distanz, sondern von innen. So wie es sich wirklich anfühlt, mittendrin zu stecken. Schau es dir an. Es könnte vieles erklären.